diesen Rest hier an Coburger Fuchsfasern, oh, es riecht so gut, zu verspinnen. Hallo meine Lieben, ich habe spontan Lust, ein neues Video aufzunehmen, denn gestern wäre ich eigentlich bereit gewesen, ein neues Projekt anzuschlagen, aber die Anschlageritis hat mich nicht erwischt. Ich hatte einfach keine Lust, etwas Neues anzuschlagen, obwohl ich die Maschenprobe schon gestrickt habe. Stattdessen habe ich beschlossen, in meine Wollvitrine reinzugehen und meine UFOs zu suchen. Deswegen habe ich da ein bisschen herumgewühlt und mich auch an mein Spinnrad gesetzt und da ein etwas langatmiges Projekt weitergemacht. Und das möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Voilà, mein erstes UFO, das ich aus meiner Wollvitrine ausgepackt habe. Es ist eigentlich nicht wirklich ein UFO, denn es war ein fertiges Projekt. Aber da habe ich die Erfahrung mit Superwash Garn gemacht. Denn Superwash Garn wächst, wenn man es wäscht. Und das ist ein Bolero, den ich gestrickt hatte. Die Anleitung habe ich aus diesem Buch. Das habe ich schon vor ganz, ganz vielen Jahren gemacht. Ich füge hier ein Foto ein von mir, wo ich diesen Bolero trage und werde dann sicher auch das Datum finden. Das Projekt habe ich nämlich auch auf Ravelry damals eingepflegt. Es ist bestimmt 10 Jahre alt. Auf jeden Fall habe ich dann die unschöne Erfahrung gemacht, dass ich es gewaschen habe und es gewachsen ist und gewaltig gewachsen ist, sodass ich das dann gar nicht mehr tragen konnte. Deswegen bin ich auch nicht so ein Riesenfan von Superwash Garn, weil bei Superwash ist es so, dass die Wolle durch ein chemisches Verfahren durchgeht und um die Wollfasern herum Kunstfaser drumherum gelegt wird, um die Wollfasern zu schützen, damit man es eben warm waschen kann in der Waschmaschine. Ich finde, das macht eben nicht so viel Sinn, wenn ich die tollen Qualitäten, Eigenschaften von Wolle haben möchte, da eben Plastik um die Fasern drumherum zu legen. Trotzdem bin ich nicht komplett anti-Superwash. Es hat auf jeden Fall schon seine Vorteile und ich habe auch ein paar Superwash-Teile. Ich versuche es zu vermeiden, aber ab und zu kaufe ich auch schon mal was mit Superwash. Hier habe ich aber eben die unschöne Erfahrung gemacht. Man muss halt aus seinen Fehlern lernen und bei Superwash muss man eben einberechnen, dass es beim Waschen wächst oder eben immer kalt waschen. Ich hatte auch schon mal angefangen, das aufzuziehen vor ein paar Jahren, weil ich dachte, es ist schade, das Garn einfach wegzuschmeißen oder zu verlieren. Aber ich bin dann verzweifelt an der Stelle, wo Arme und Körper getrennt werden, weil da einige Fäden vernäht waren oder was auch immer, wegen der Konstruktion gab es dann da so viele Knoten. Also keine Knoten, aber der Faden ist dann die ganze Zeit hängen geblieben und es war super nervig. Deswegen habe ich da das Aufziehen aufgegeben vor ein paar Jahren. Und jetzt bin ich aber so weit, dass es mir egal war, einfach gestern da reinzuschneiden, gestern Abend. Das heißt, ich habe die Ärmel einfach abgeschnitten. Hier kann ich auch noch ein bisschen Garn gewinnen. Und dann habe ich das weiterhin aufgezogen. Ich musste auch ganz schön viel niesen, weil es eben auch ein bisschen staubig war nach so vielen Jahren in der Schublade. Und ja, jetzt gewinne ich das Garn wieder. Es ist auch ziemlich kräuselig, aber da ich das schon einmal gewaschen habe, hat es jetzt seine maximale Größe, Ausdehnung erreicht. Das heißt, ich würde dann einfach etwas daraus stricken, was eher locker ist sowieso und nicht unbedingt so einen eng anliegenden Schnitt hat. Und dann kann es auch noch weiter wachsen von mir aus. Aber es sollte eben, wie gesagt, nicht viel mehr wachsen, da es eben schon nach den Waschgängen, die ich da gemacht habe, damals eigentlich seine maximale Größe schon erreicht haben sollte. Das heißt, ich ziehe das jetzt auf und dann werde ich das Garn waschen und spannen, damit dieses Kräuselige dann rausgeht. Und ich werde es auch bestimmt bei 30 Grad im besten Fall waschen, damit es dann noch wirklich ausreichend sich auswächst. Und ja, da bin ich also gerade. Ich hatte gestern meine Wohnung geputzt, gesaugt, gewischt und dann bin ich auf die Idee gekommen, das zu machen. Das heißt, ich darf danach dann wieder putzen. Aber so, das ist also eine Art UFO, ein besonderes UFO. So, dieses rote Zeug, das werde ich auf jeden Fall aufbereiten, dieses Garn, damit ich das dann zur Verfügung habe, wenn ich das dann verwenden möchte. Auch wenn ich jetzt noch nicht so genau weiß, was ich daraus
machen werde. So, das nächste UFO habe ich hier auf dem Sofa ausgebreitet und heute ist wunderschönes Wetter und die Sonne scheint traumhaft schön. Ich hoffe, man kann es trotzdem hier gut sehen. Das ist ein Projekt, das ich selbst gesponnen habe. Das gehört nicht dazu. Das wäre eigentlich mein neues Projekt gewesen, das ich aber jetzt noch nicht anschlagen werde, sondern demnächst. Und hier sind eben die vielen schönen Garne, die ich selber gesponnen habe. Und vielleicht kriege ich jetzt doch lieber auf dem Boden rum, weil da ist die Sonne nicht so stark und das Licht ein bisschen besser. Voilà, das ist also mein UFO und beinahe mein einziges UFO. Sonst habe ich noch ein paar Beinstulpen hier in meiner Vitrine liegen, die äußerst langweilig zu stricken sind und deswegen liegen die da schon seit 5 Jahren rum. Die habe ich angefangen, als ich nach Berlin gezogen bin, weil es hier so kalt ist im Winter und ich habe die nie fertig gemacht. Und dann ist das noch ein UFO und sonst habe ich eigentlich keine UFOs. Das einzige UFO, was ich habe, das bin ich gerade dabei fertig zu stricken und das habe ich auch seit maximal 1,5 oder 2 Jahren. Das habe ich euch in der letzten Folge Nummer 32 gezeigt. Das ist ein Intarsia Loop Intarsia Schal, geht also da gerne gucken. Das heißt, die Beinstulpen werde ich dann wohl als nächstes mit ins Büro nehmen, denn aktuell liegt mein Intarsia Schal im Büro. Und ich stricke da immer in der Mittagspause oder zwischendurch, wenn ich eine Minute habe, stricke ich da immer dran. Zurück zum Thema, zu diesem UFO. Das ist alles aus handgesponnenem Garn. Und damals hatte ich eben noch nicht so viel Erfahrung mit handgesponnenem Garn. Habe ich jetzt ein bisschen mehr, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. Trotzdem war ich damals eben einfach ein bisschen sparsam und dachte, ich kaufe erstmal nicht so viel, kaufe ein bisschen von der und der und der und der Farbe. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das bei Knit Art gekauft. Knit Art ist ein super tolles Atelier zum Wolle-Spinnen. Die haben sehr, sehr schöne Fasern und auch Spinnräder. Ihr könnt mal im Online-Shop vorbeigucken. Es gibt aber auch einen physischen Shop in Nordrhein-Westfalen. Und genau, das heißt, ich war etwas sparsam, also dieses Teil ist ein bisschen zu klein, diese Strategie funktioniert also nicht, denn wenn man am Garn spart und es zu klein wird, kann man es ja dann trotzdem nicht tragen. Aber ich war später eben nochmal bei Knit Art und habe mir ein bisschen was nachgekauft, aber in einer anderen Farbe und das möchte ich euch jetzt ein bisschen besser im Detail zeigen. So sieht es also aus der Nähe aus, verzeiht meine Fußspitze. Diese Farben sind wirklich super schön. Ich weiß nicht, was bei diesem Orange da in mich gefahren ist. Es ist ziemlich knallig. Und es ist alles Merino-Garn, außer dieses Graue, das ist Alpaka. Man spürt auch noch das Wollfett, das Lanolin da drin. Und ich hatte eben erst dieses Lilane gekauft, dieses Orangene und dieses Grüne bei Knit Art. Und dieses hier, das habe ich glaube, wenn ich mich nicht irre, von meinem Praktikum mitgenommen aus England. Es kann sein, dass ich das aus England habe, als ich mein Praktikum gemacht habe in The Natural Fiber Company. Da habe ich eben Fasern mitgenommen und die dann versponnen. Aber man sieht, es ist ziemlich ungleichmäßig, denn das sind noch meine Anfänge am Spinnrad und ich spinne immer noch etwas ungleichmäßig. Ich finde, das macht aber auch die Schönheit aus von diesem Handgesponnenen, dass es eben nicht perfekt gleichmäßig ist. In meinem Fall brauche ich eben noch etwas Übung, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Dieses Orangen ist nicht so ungleichmäßig, das ist schon okay. Und dann habe ich hier eben so Zöpfe gemacht und hier ein bisschen Colorwork. Und ich war auch kurz davor, das aufzuziehen. Das wäre nämlich auch eine Option, das einfach aufzuziehen und was Neues zu stricken, weil die Konstruktion von diesem Teil ist jetzt auch nicht besonders pfiffig. Hier fehlen mir auf jeden Fall noch 10 cm um die Schultern, damit meine Arme hier reinpassen. Deswegen wird das hier schon auf jeden Fall noch ein Gefummel. Und ich werde es aber nicht aufziehen, weil hier habe ich Colorwork gestrickt. Und das sind noch meine Colorwork-Anfänge. Die Fäden auffangen hier ist also nicht so sauber. Da hatte ich die Technik noch nicht so ganz hinbekommen. Und ich habe hier auch so komische Raglanschrägen oder irgendwas reingestrickt. Deswegen, das hier kann ich auf jeden Fall nicht aufziehen, ohne dass ich ganz viel Garn verliere und ich dann wegschmeißen muss. Das wäre natürlich sehr schade. Deswegen werde ich das lieber so lassen und da dann so weiterarbeiten. Und eigentlich finde ich dieses V hier ganz cool in Grau. Und
Hier war ich also angekommen und dann dachte ich, gut, wenn ich jetzt nur noch das und das und das übrig habe, dann muss ich mir eben noch ein bisschen was dazu spinnen. Das ist ja einfach möglich, wenn man das selber verspinnt. Aber es gab nicht mehr von diesen Farben identisch. Also habe ich jetzt eine andere Farbe gebraucht. So, ich bin jetzt doch aufs Sofa zurück und ich stricke das eher mit dickeren Nadeln. Ich glaube, das sind 5er Nadeln, vielleicht auch 6er Nadeln. Und ich habe mir also dann dieses Braun nachgekauft. Ich dachte, so ein sattes Schokobraun ist eine super Sache, würde sehr gut dazu passen, obwohl ich Braun eigentlich gar nicht trage. Aber für den Rücken dachte ich, das wäre schön, dieses Braun noch dazu zu spinnen. Aber ich glaube, das reicht ehrlich gesagt immer noch nicht. So sehen die anderen Farben hier aus. So ist das Licht hier ganz gut. Und genau. Ich habe mir also das hier noch gesponnen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das her habe. Dieses Gelb ist auf jeden Fall Merino und dieses andere Braune, das ist aber ein anderes Schaf. Oder es ist nicht gekämmt, sondern kardiert worden, denn ich weiß nicht, ob man das hier so gut erkennt noch, ich glaube schon. Das ist mehr so ein bisschen krauselig und flauschig und nicht so glatt gekämmt und wie das Merino-Garn, sondern die Textur von diesen Fasern ist ein bisschen anders und ich finde, es passt hier so sehr gut zusammen, diese zwei Farben. Was meint ihr? Ich finde, es sieht cool aus zusammen. So, vielleicht in dem Licht. So, und eigentlich hatte ich das in getrennten Tüten, diese zwei Töne. Hier dieses Braun mit diesem Gelbbraun, weil ich dann doch nicht so überzeugt war, das alles zusammen zu machen. Aber gestern dachte ich, was soll's, dieses Teil ist eh schon so bunt und so knallig. Ich glaube, ich werde einfach das alles nehmen, diese ganzen Farben, und es müsste dann auf jeden Fall reichen, um das hier fertig zu stricken. Das heißt, mir fehlen dann hier noch so ein paar Zentimeter, um die Schultern, das Vorderteil fertig zu machen. Aber mir wird an den Seiten auch sicherlich was fehlen. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich hier einfach seitlich ein paar Teile noch extra reinstricke oder wie ich das mache. Aber genau, das ist also eigentlich mein einziges UFO. Und das beinhaltet auch Spinnen und Spinnen ist auch ziemlich langwierig. Deswegen finde ich das okay, dass es jetzt immer noch da so rumliegt. Vor allem, weil es eines meiner ersten Spinnenexperimente ist, gehört es einfach dazu, dass man ja nachdenkt, Pausen hat und es ist ja auch ein Hobby und soll ja auch Spaß machen. Diese Farbe ist echt wirklich cool. Genau, daran möchte ich also endlich weitermachen. Ich möchte keine UFOs mehr haben, vor allem, weil ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, mir keine Wolle zu kaufen. Erstens, weil ich kein Budget habe und zweitens habe ich genug Garn. Ich möchte das verstricken, was ich zu Hause habe. Und ich habe Spaß daran. Ich finde es alles schön, was ich habe. Deswegen brauche ich jetzt nichts Neues. Es wird vielleicht eine Ausnahme geben, dass ich für ein einziges Projekt noch Garn dazu kaufen möchte, weil ich noch ein Design für den Winter machen möchte. Aber auf jeden Fall ist dieses multibunte, handgesponnene Dingsprojekt in dieser Tüte drin. Da steht Waseda drauf. Waseda University ist die Universität in Japan, wo ich mein Auslandssemester gemacht habe, 2015. So lange habe ich also schon dieses Projekt, nicht ganz so lange, ich glaube, ich habe es danach angefangen, so 2016 oder 2017 habe ich das hier eben gemacht und so lange ist es eben schon in dieser Tüte drin. Genau, gehen wir zum nächsten Halb-UFO, denn so ein richtiges UFO ist es auch nicht, weil ich immer so phasenweise daran arbeite und es nie jahrelang habe liegen lassen, sondern immer so ein paar Monate, dann mache ich wieder was dran und dann lasse ich wieder ein paar Monate liegen. Dann es handelt sich auch um ein Spinnprojekt und dafür braucht man eben einen langen Atem und auch viel Zeit. So. Das letzte Projekt, das ich euch spontan zeigen möchte, habe ich eben hier auf meinem Spinnrad, diese Fasern, und mir fehlen nur noch 200 Gramm, um das fertig zu machen. Diese Fasern, das ist Coburger Fuchs. Das ist aber kein Fuchs, sondern die Schafrasse, die Coburger Fuchs heißt. Das Projekt, das ich daraus machen möchte, habe ich aus diesem Buch. Das ist das Buch
von Alice Darmore, Tudor Roses. Sie macht unglaublich schöne Designs, eher so kostümartige Designs, die aber wirklich atemberaubend sind. Und ich möchte zum ersten Mal ein Projekt, das heißt mit meinem handgesponnenen Garn, ein Teil nach Anleitung stricken. Und das ist dieses Design. Dieses Design heißt Catherine Parr. Und was mir daran so gut gefallen hat, ist das Zopfmuster in Kombination mit dem Colorwork Muster. Ich glaube, ihr habt mich noch fast nie Zopfmuster stricken sehen. Ich kann Zopfmuster, es macht mir auch Spaß. Ich finde es auch cool und super schön. Es ist aber nicht mein Lieblingsmuster. Komischerweise brenne ich nicht so sehr für Zopfmuster, wie ich zum Beispiel für Lace brenne, obwohl es mir überhaupt nicht schwerfällt, Zopfmuster zu stricken. Ich kann das genauso flott, wie ich Lace-Muster stricke. Genau, es hat also dieses dunkelblaue und dann noch dieses Kupferfarbe. Ich möchte aber nicht in so dunklen Farben stricken, deswegen habe ich mir andere Farben ausgesucht. Das ist also das Garn. Tada, so ein schönes Garn. Das ist also das helle, die helle Farbe. Das wird die Hauptfarbe. Statt dem dunkelblau habe ich eben weiß. Es ist etwas ungleichmäßig und ich bin eben gespannt, wie das wird, wenn ich zum ersten Mal einen Pullover nach Anleitung stricke mit meinem handgesponnenen Garn. Vor allem, weil mein Garn nicht exakt den Vorgaben entspricht, wie das Garn, was in der Anleitung vorgesehen ist. Von der Menge her wird es auch ein bisschen knapp, weil ich habe nämlich genau 600 Gramm von dem hier. Ich muss nur noch 200 Gramm verspinnen. Das heißt, das, was ich hier so übrig habe, das sind genau 200 Gramm. Das müsste eigentlich ziemlich schnell gehen. Am Spinnrad könnte ich das in einem Tag oder einem Nachmittag fertig verspinnen und dann wäre ich auch schon fast fertig mit meinem Garn für diesen Pullover. Und die Kontrastfarbe, von der Kontrastfarbe habe ich zu viel. Das ist dieses Gelb mit Braun, das mir super gut gefällt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich werde auf jeden Fall erst eine Maschenprobe machen, bevor ich mich entscheide, ob ich dann tatsächlich dieses Design mit meinem handgesponnenen Garn verstricke oder ob ich dann doch etwas anderes damit mache und dieses Design dann, ja, dann doch mit später nochmal mache. Vielleicht auch mit handgesponnenem Garn oder mir doch was kaufe. Mal sehen. Aber ich glaube, es könnte auf jeden Fall ziemlich außergewöhnlich werden. Wahrscheinlich würde man das Design dann nicht so ganz erkennen, weil es dann vielleicht ziemlich anders wird wie im Buch. Aber ja, das war es auf jeden Fall zu diesem spontanen Video über meine ewigen UFOs, die gar keine so richtigen UFOs sind, außer eben das eine knallbunte. Heute trage ich meinen Margarita-Top. Das ist ein Design, das ich selber gemacht habe. Und bei diesem schönen Wetter habe ich das jetzt angezogen, weil es in der Wohnung nicht so kalt ist und die Sonne so schön scheint. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein bisschen Inspiration hier gewinnen können bei diesem ganz, ganz spontanen und total ungeskripteten Videos, wie fast alle meine Videos sind ungeskriptet, außer die Videos, die ich recherchiere, die sind natürlich geskriptet, wo ich bestimmte Themen habe, wie zum Beispiel das Video zu Stricken, Ethik und Nachhaltigkeit, das ist recherchiert. Oder auch bald wird es ein Video geben zu synthetischen Fasern und Naturfasern. Da habe ich auch recherchiert. Das ist auch nicht ungeskriptet. Genau, aber das hier heute war auf jeden Fall sehr spontan und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao!